Vielleicht bist du auch schon beim Anatomielernen an den Punkt gekommen, dass du dich gefragt hast, wie soll ich nur all diese Muskelfunktionen alle auswendig lernen? Und genau das ist eigentlich schon der größte Fehler. Lern die Muskelfunktionen nicht alle auswendig, sondern nimm dir lieber einmal Zeit und lern ein einziges Prinzip, das dir im Endeffekt nicht nur jede Menge Arbeit und unendlich viel Zeit und Nerven spart, sondern sogar funktionelles Denken beibringt. Bereit? Los geht's! Wenn du die einzelnen Muskeln lernst, dann hast du typischerweise die Lernkarten, die mit Ursprung und Ansatz beginnen. Und erst danach kommt die Funktion des Muskels und auch die Innervation. Diese Herangehensweise ist prinzipiell auch ziemlich logisch und verfolgt im Grunde genau das Prinzip, was ich dir gleich erkläre. Aber das bedeutet meiner Meinung nach nicht, dass du zuerst die ganzen Knochenpunkte von Ursprung und Ansatz lernen musst, bevor du zu den Muskelfunktionen weitergehst. Wenn du gerade mit dem Muskellernen startest, würde ich dir persönlich zuerst empfehlen, die Muskeln auf Abbildungen oder auch am Körper zuordnen zu können. Wenn du weißt, welcher Muskel mit welchem Muskelnamen gemeint ist, dann solltest du dir grob anschauen, wo dieser Muskel loszieht und wo er ansetzt. Und damit meine ich nicht die spezifischen Knochenpunkte, sondern wirklich nur den groben Muskelverlauf. Wenn du dir den Muskel nämlich jetzt grob anschaust, dann siehst du, über welche Gelenke er zieht. Manche ziehen nur über ein Gelenk, andere aber über mehrere Gelenke. Und genau in jedem dieser Gelenke haben die Muskeln dann spezifische Funktionen. Meistens handelt es sich bei den Funktionen des Muskels um Bewegungsrichtungen, wie zum Beispiel die Flexion, die Abduktion, die Supination oder die Innen- und Außenrotation. Und. Falls dir die Bewegungsrichtungen noch nichts sagen sollten, dann schau dir gerne mal das ausführliche Video dazu an. Das habe ich dir unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Aber zu den Funktionen können auch stabilisierende Funktionen zählen, wie zum Beispiel bei den Muskeln, die das Becken stabilisieren. Oder es können auch unterstützende Funktionen sein, wie zum Beispiel die Atemhilfsmuskulatur, die das Zwerchfell bei der Atmung unterstützt. Meistens handelt es sich bei den Funktionen aber um die Bewegungsrichtungen. Aber jetzt kommen wir zu dem einen Prinzip, das du unbedingt verstehen solltest. Der Muskelverlauf bestimmt die Funktion. Das bedeutet, wenn du weißt, wie ein Muskel über oder um ein Gelenk verläuft, dann kannst du dir seine Funktion meistens schon herleiten bzw. sie besser im Nachhinein verstehen. Schauen wir uns mal an, was ich damit meine. Nehmen wir mal das Schultergelenk als Beispiel. Das Schultergelenk ist ein Kugelgelenk. Das bedeutet, in diesem Gelenk sind alle 3 Freiheitsgrade möglich. Freiheitsgrade, das sind quasi die Gelenkachsen und von denen gibt es ja auch 3 Stück. Wir haben eine Achse, die von vorne nach hinten durch das Gelenk zieht, die sagittotranversale Achse, eine Achse, die von links nach rechts durch den Gelenkpunkt zieht, die frontotransversale Achse und wir haben eine Achse, die von oben nach unten durch das Gelenk zieht. Das ist die frontosagittale Achse. Die Namen der Achsen sind dabei jetzt erstmal vollkommen egal. Das Prinzip dahinter, das ist das Wichtige. Um jeder dieser Achsen können prinzipiell 2 Bewegungsrichtungen stattfinden. Das kannst du dir quasi vorstellen, als würde diese Achse wie ein Schraubendreher im Gelenk drin feststecken. Und je nachdem, ob du im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehst, dreht der Knochen, in dem dieser Schraubendreher quasi drin steckt, sich entweder in die eine oder in die andere Richtung mit. Daher kommen die Bewegungsrichtungen auch immer in Paaren vor. Flexion und Extension, Abduktion und Adduktion, Innenrotation und Außenrotation und. Kommen wir mit diesem Vorwissen jetzt zu unserem einen Prinzip. Der Muskelverlauf bestimmt die Funktion. Wir haben natürlich keine Schraubendreher in unseren Gelenken stecken. Das wäre super unpraktisch und schmerzhaft noch dazu. Sondern diese Funktion übernehmen unsere Muskeln. Und je nachdem, wie ein Muskel um die Gelenkachse oder über die Gelenkachse zieht, führt er eine spezifische Funktion aus oder eben auch nicht. Nehmen wir mal den Delta-Muskel, den Musculus deltoideus als Beispiel. Zugegebenermaßen ein etwas außergewöhnlicher Muskel, da er unter anderem 3 Ursprünge hat. Einen vorderen an der Clavicula, also an dem Schlüsselbein, einen seitlichen am Akromion, der sogenannten Schulterhöhe, und einen hinteren Teil an der Spina scapulae, der sogenannten Schulterblattgräte. Alle 3 Anteile vereinen sich dann an der Tuberositas deltoidea. Das ist eine kleine raue Hervorhebung am oberen Teil des Oberarmknochens an der Außenseite. Fügen wir jetzt mal alle 3 Gelenkachsen hinzu. Starten wir mit der ersten Gelenkachse, die einmal von vorne nach hinten durch den Gelenkdrehpunkt zieht.
Wie du hier ganz gut sehen kannst, zieht der vordere Teil, also der Pars clavicularis, an der Innenseite der Achse vorbei an den Oberarmknochen. Wenn dieser Muskelteil sich also zusammenzieht, dann wird der Arm seitlich zum Körper herangezogen. Dabei sprechen wir von einer Adduktion. Und hier noch ein kleiner Praxistipp. Mir hat es damals super geholfen, sich den Muskelverlauf wirklich mit der eigenen Hand darzustellen am Körper. Deine Handballen bilden dabei den festen, fixierten Ursprung und deine Fingerspitzen ziehen quasi so, dass sie Richtung Ansatz ziehen. Also ungefähr so. Und wenn du jetzt die Fingerspitzen zum Handballen hin zusammenziehst, also so wie wenn der Muskel sich zusammenziehen würde, kannst du dir viel besser vorstellen, welche Hauptbewegungen der Muskel ausführen würde. Mir hat das auf jeden Fall immer super gut geholfen. Der seitliche Teil, also der Pars acromialis, der zieht an der Außenseite um genau dieselbe Gelenkachse. Wenn sich dieser Anteil jetzt zusammenzieht, dann zieht er den Arm nach außen weg zur Seite. Dabei sprechen wir von der Abduktion. Also je nachdem, wie so ein Muskel um diese Achse zieht, führt er eine entsprechende Bewegung um die Achse aus und in der entsprechenden Ebene. Schauen wir uns jetzt aber mal die nächste Achse an. Die Achse, die von links nach rechts durch den Gelenkpunkt zieht. Bewegungen um diese Achse werden in der Sagittalebene ausgeführt. Also Bewegungen nach vorne und nach hinten. Zieht ein Muskel von vorne um diese Achse herum, dann zieht er den Knochen nach ventral, also nach vorne. Zieht ein Muskel jedoch hinten um diese Achse, dann zieht er den Knochen nach dorsal, also nach hinten. Beim Pars clavicularis zieht der Muskel ganz deutlich vorne um diese Achse herum. Daher zieht er den Humerus, also den Oberarmknochen, nach vorne. Er macht im Schultergelenk also eine Anteversion. Der Pars spinalis, also der hintere Anteil, der zieht ganz deutlich hinter dieser Achse her. Wenn er sich zusammenzieht, zieht er den Humerus also nach hinten. Er führt im Schultergelenk also eine Retroversion aus. Übrigens sind Anteversion und Retroversion andere Begriffe explizit nur für das Schultergelenk, für die eigentliche Flexion und Extension. Aber wie sieht es jetzt mit dem Pars acromialis aus, also mit dem seitlichen Teil des Musculus deltoideus? Der verläuft ja quasi genau gleichmäßig, genau über diese Achse, die von links nach rechts durch den Gelenkdrehpunkt zieht. Und genau deswegen führt er in dieser Achse auch gar keine Bewegung aus. Vielleicht kannst du es dir auch so merken, dass die Achse so gesehen den Muskel einmal richtig durchspießt und dadurch kann der Muskel natürlich auch keine Funktion mehr ausführen. Faktisch ist das natürlich falsch, aber vielleicht als Eselsbrücke hilfreich. Kommen wir damit aber jetzt zur letzten Achse, die uns noch fehlt, die von oben nach unten durch den Gelenkdrehpunkt zieht. Um diese Achse finden die Rotationsbewegungen statt. Der vordere Teil, der Pars clavicularis des Musculus deltoideus, der zieht vorne quer um diese Achse herum. Wenn dieser Anteil sich also zusammenzieht, dann dreht er den Oberarmknochen zu sich, also so gesehen nach innen. Er führt also eine Innenrotation aus. Der hintere Pars spinalis, der zieht hinten um diese Longitudinalachse. Wenn dieser Anteil sich zusammenzieht, dann zieht er den Knochen auch zu sich, aber dreht ihn dann dementsprechend nach außen. Er führt also eine Außenrotation durch. Kommen wir damit zum seitlichen Teil, dem Pars acromialis. Dadurch, dass dieser Teil am Akromion, also am äußersten Punkt deines Schultergelenks startet und dann runter zur Tuberositas deltoidea zieht, wird er auch wieder von der Longitudinalachse wie einmal durchspießt und führt deswegen auch keine Bewegung dort aus. Also, schau dir bei den Muskeln immer ganz genau ihren Verlauf an und wie sie um die 3 potenziellen Achsen herumziehen. Und überleg dir dann, welche Bewegungen in den jeweiligen Achsen und Ebenen stattfinden, wenn sich der Muskel zusammenzieht. So, und zum Abschluss kriegst du noch ein paar wichtige Hinweise, die du noch beachten solltest. Hinweis Nummer 1. Wenn der Muskel über mehrere Gelenke zieht, dann hat er in diesen Gelenken auch spezifische Funktionen. Holen wir den Musculus psoas major mal als Beispiel. Er zieht von den unteren Lendenwirbeln seitlich runter zum Oberschenkel an den Trochanter minor. Dadurch hat er Funktionen in der Lendenwirbelsäule und auch in der Hüfte. Hinweis Nummer 2. Nicht nur der Ursprung kann als Fixpunkt dienen. Überleg also auch gerne mal, was passiert, wenn der Ansatzpunkt fixiert ist und sich nicht bewegt und der Ursprung sich zum Ansatz bewegt. Typischerweise denkt man bei Musculus psoas major ja daran, dass er die Hüfte flektiert, also dass er den Oberschenkel Richtung Bauch zieht.
Er ist schließlich auch der stärkste Hüftbeuger deines Körpers. Aber wenn der Femur fixiert ist, also wenn der Oberschenkelknochen sich nicht bewegt, aber der Muskel sich trotzdem zusammenzieht, dann zieht er so gesehen die Lendenwirbelsäule, also den Ursprung, zum Oberschenkel, zum Ansatz. Und diese Bewegung, die hilft dir, deinen Rumpf aus der Rückenlage wieder aufzurichten. Kommen wir damit zu Hinweis Nummer 3. Die Rumpfmuskeln können sich nicht nur beidseitig, sondern auch einseitig zusammenziehen, wodurch unterschiedliche Bewegungen zustande kommen. Holen wir hier auch wieder den Musculus psoas major als Beispiel. Wenn wir davon ausgehen, dass der Femur hier auch wieder der Fixpunkt ist und sich der Psoas major nur auf einer Seite zusammenzieht, dann zieht der Psoas major die Lendenwirbelsäule in eine Lateralflexion ipsilateral. Er führt also eine Seitneigung auf derselben Seite durch. Stell dir also bei den Rumpfmuskeln öfter mal die Frage, was würde passieren, wenn sich nur eine Seite zusammenzieht? Und was würde passieren, wenn beide kontrahieren? Und abschließend noch ein letzter Hinweis, Hinweis Nummer 4. Gelenkform und Bandapparat limitieren die Gelenkachsen und die Bewegungsmöglichkeiten. Nicht jedes Gelenk in unserem Körper ist ein Kugelgelenk. Tatsächlich gibt es jede Menge Gelenkformen, die sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Form auch in ihrer Bewegungsmöglichkeit unterscheiden. Und auch der Bandapparat, der limitiert zu großen Teilen die Beweglichkeit der Gelenke. Trotzdem hilft dir das ganze Prinzip mit den 3 Achsen und Ebenen und dem Muskelverlauf, der die Funktion bestimmt, schon super weiter, um von den meisten Muskeln dir wirklich den Großteil der Muskelfunktionen schon herleiten bzw. besser nachvollziehen zu können. Ich hoffe, dieses eine Prinzip Muskelverlauf bestimmt Funktion und die Theorie dahinter, wie Muskeln um Achsen verlaufen und dadurch Bewegungen erzeugen, hilft dir dabei, die Muskelfunktionen einfacher und schneller nachvollziehen zu können und zu verstehen und sie dir dadurch langfristiger zu merken und nicht nur stur auswendig lernen zu müssen. Und als kleiner Bonus, wenn du die Funktion der Muskeln selbst versuchst zu verstehen und vor allen Dingen versuchst, sie dir selbst herzuleiten, dann bist du schon im funktionellen Denkmuster drin. Und das ist ein absoluter Gamechanger für alle, die funktionelle Anatomie in ihrem Beruf benötigen. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann zeig mir das mit einem Daumen nach oben und teile es natürlich auch gerne mit deinen Anatomie-Lernbuddies, damit die auch die Muskelfunktion viel einfacher lernen können. Ansonsten habe ich dir hier um mich herum noch ein paar Videos und Playlists verlinkt, die für das Muskellernen super hilfreich sind. Und falls du es nicht schon gemacht hast, dann abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, um die nächsten Videos rund um Anatomie und den Körper nicht zu verpassen. Ansonsten bleib gesund und neugierig und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!